Das ist was ganz Besonderes. Natürlich ein Fahrzeug, was unglaublich gefragt ist, weil es ohne AdBlue funktioniert, auf der ganzen Welt reparierbar ist und ein absoluter Klassiker ist, den man so oder so ähnlich auch in Indien sieht oder keine Ahnung wo auf der ganzen Welt, denn da sind sie gelandet. Aber es gibt viele Fahrzeuge, die, ich sag mal, noch im behördlichen Einsatz sind oder waren und die dann umgebaut werden, wie zum Beispiel, hier mal LED-Lampe rein, das ist ziemlich cool. Ja, wir sind am Stand von 4Wheel24. Ich zeige dich gleich mal, du bist der Tobias von 4Wheel24. Ja, Tobias, du bist hier der Chef und du hast ja irgendwann mal gesagt, komm, wir bauen mal was Richtiges und das ist ja mal ein Scheinwerfer, oder? Ja, den haben wir selber tatsächlich entworfen. Der ist auch von außen verstellbar, also das heißt Höhen- und Seitenverstellbar. Ne? Ist im Grunde genommen voll wasserdichter LED-Scheinwerfer mit Abblend- und Aufblendlicht und integrierten Blinker auch. Ne? Auch zugelassen? Zugelassen, alle E-Prüfzeichen und er ist beheizt. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn ich jetzt mal in kältere Gefilde gegen den Schnee fahre, ist LED immer nicht so heizend und dann hast du Probleme mit Schneeabdeckung auf den Scheinwerfern. Ne? Also die sind voll beheizt. Die werden ja schon warm, muss man sagen, aber kältere Gefilde heißt dann minus 30 Grad oder so? Ja, also ich sag mal, ab minus 5 Grad kann das schon passieren, weil der Scheinwerfer nicht groß ist, wenn du gegen den Schnee fährst, dass das Licht dezimiert oder abgedeckt wird komplett. Ne? Deswegen ist eine Beheizung ganz sinnvoll. Ne? Man kann den Scheinwerfer auch so kaufen bei dir? Das gibt es als Einzelset über unsere Internetplattform 4UNIT. Wir haben da noch so ein separates Label, haben auch einen Stand hier, 4UNIT, also nicht 4Wheel24, sondern 4UNIT. Ist da ein Link auf deiner Seite, 4Wheel24? Ist es auf meiner Seite auch. Ne? Ist auf meiner Seite auch. So, fangen wir vorne an, das ist ein SK 1222, wo war der her? Der war von der Feuerwehr aus Dortmund, also es war ein Feuerwehrauto mit langem Fahrerhaus, also 4 Türen. Der hatte 4 Türen, wie diese großen Mannschaftskabinen es halt haben. Ne? Das war also okay, das heißt, du hast nicht irgendein Fahrerhaus suchen müssen und da draufschrauben? Nee, nein, das war so. Ich habe es abgekürzt. Ja. Ich habe es eingekürzt. Abgekürzt? Ja, wir haben ja lange Fahrerhäuser, wie das zum Beispiel. Ne? Ja. Und hier hätte jetzt mal die Möglichkeit, einen Schnitt zu machen bei der Tür. Ja. Und dann hat man ein kurzes Fahrerhaus. Und so ähnlich ist es hier gegangen. Wir können uns das mal von der Seite anschauen. Ich zeig's mal gerade hier, weil da ist ein klein wenig heller. Ja. Es ist klein ein wenig heller. Da, wo die Treppe hochfährt, nach der Treppe haben wir es tatsächlich abgeschnitten und die Rückwand wieder angesetzt und damit auf das Kundenwunschmaß von etwa 50, 60 cm hinter den Sitzen optimiert. Ne? Ist der fertig? Der ist fertig, ja. Der ist auch schon unterwegs gewesen. So, eine Besonderheit hier ist, er hat eine Steckdose am Einstieg. Ja, die ist noch aus Feuerwehrzeiten. Manche solche Relikte erhalten wir, weil sonst wäre ein Loch drin. Ne? Das ist eine Steckdose zum Laden und die steht halt noch aus Feuerwehrbestand dort, ne? Wenn wir es wegmachen würden. Hier ist ein Druckluftanstoß. Das ist eigentlich auch ganz praktisch, wenn du jetzt irgendwo stehen würdest und hast einen Kompressor zu Hause in der Garage, kannst du den vorfüllen, damit die Tanks schon mal voll sind und du gleich wegfahren kannst. Ne? So, du kannst du hast die Möglichkeit, den Reifen ohne Luft zu fahren? Ein Bettlock ist hier nicht drin, nein. Das geht nicht, nein. Das geht leider nicht. Ja. Sehr schön, die Leiter, die ist auch funktionell? Funktionell kannst du hier über den Tritt auf den Kotflügel steigen und dann auf der Seite hoch und der Gepäckträger ist voll begehbar. Ne? Da kannst du also 200 Kilo auf jeden Fall drauf packen. So, wir gehen mal gerade zur Seite rein, denn die Besonderheit, wir sind mal ein bisschen leise, gibt es gerade einen Vortrag. Wir sind nämlich auf der Abenteuer Allrad. Das Fahrzeug hat einen kompletten atmungsfähigen Holzaufbau. Genau, ähnlich wie bei den Sandwich-Aufbauten aus GFK ist hier ein Holzsandwich verwendet. Wir können es Ihnen einmal genauer zeigen. Die etwas gewöhnungsbedürftige graue Plane ist eine diffusionsoffene, wasserdichte Plane. Die ist seit 25 Jahren auf dem Markt, im Dachbereich wird die verwendet. Ganz, ganz wichtig ist, wenn wir jetzt eine Holzaußenwand haben, können wir keine Wohnmobile bauen. Weil nämlich Wohnmobile splitterfeste Konstruktionen haben. Warte mal kurz, ich zeige es mal gerade komplett, dass man es mal sieht. Und hallo. Wie war's? Ja, witzig. Es gibt viel mehr Klos als ich dachte, muss ich fairerweise sagen. Wir dachten, es gibt nur ein Klo auf der Abenteuer Allrad. Es gibt überall Klos. Ja. Wir haben uns immer nur auf dem einen getroffen. Ist das ein Riesengerät? Stell ich mal gerade daneben, das wollen wir mal sehen. Das ist groß. Die kommen doch nicht mal zum Boden. Das ist ziemlich groß, aber es ist gar nicht so lang, oder? Insgesamt? Nein, also die Gesamtlänge liegt hier unter 8 Metern. Ganz genau habe ich sie nicht im Kopf. Die Box ist nur besonders hoch innen. Wir haben eine Innenraumhöhe von 2,20 Meter, weil der Eigentümer 2,8 Meter, glaube ich, groß ist. Ne? Und deswegen musste die so hoch sein, oder 2,5 Meter. Und hier hängt das Ersatzrad. Wieder mit einer Galgenlösung zum Runterheben und die Anhängerkupplung ist dann für den Pferdeanhänger, für den Offroad-fähigen, der sitzt hier ein wenig höher. Nein, die Idee ist hier, ganz einfach einen Fahrradträger von Thule oder einem anderen Hersteller draufzusetzen und die Rädchen noch mitzunehmen. Ne?
War aber gut, der Witz. Also ich nehme an, den hast du schon ein paar Mal angebracht hier, oder? Nee, ist mir gerade so spontan eingefallen. Ich bin eher so der spontane Typ. Ja, ich merk's. Ja. So, wir haben da hinten einen Gastank. Entschuldigung, was lassen so? Ja, das ist schön. Gastank integriert. Wir haben unsere Spezialstoßdämpfer verbaut an dem Auto. Das Auto hat Parabeln. Och, der ist der süße Gastank. Was hat denn der? 50 Liter? 50 Liter, aber wir haben ja wie immer nur ein Triplex-Herdchen drin und heizen nicht mit Gas. Und dann hält der tatsächlich im Dauereinsatz Und, über ein halbes Jahr. Ne? und das ist der Tankanschluss. Fernbetankung hier, ja, ne? Wie gehabt. Ne? Ne? So, ne? So, das Unterfahrschutz. Ja. Ja. Ist also klappbar deswegen, wenn du Offroad fahren willst, stört das Ding natürlich. Ne? Also insofern können wir es jetzt mit dem einfachen Hebelwerk nach oben befördern und dann in der rückwärtsgängigen Position bisschen Kraft. Der wiegt übrigens knapp 70 Kilo. Arretieren, ne? Dann ist er weggeklappt. Ne? 70 Kilo, ja. Also nochmal, wir sehen es gleich drin. Diese komplette Konstruktion der Seitenwände ist aus Holz. Ja. Das schafft ein unglaubliches Raumklima, oder? Ja, also das ist tatsächlich so, wenn du die Leute reinführst mit verbundenen Augen in eine GFK-Kabine oder eine Holzkabine, fühlen die sich irgendwo besser, ne? Weil einfach... Ne? Ja, das ist jetzt nicht, ich sag mal so, dass du irgendwas ein Pendel schwingen musst oder, Nein, das ist so ein- oder nachts ein paar... Ich sage tatsächlich Biohühnchen zu dem Auto. Ich sage immer, es ist unser Biohühnchen, weil wir haben versucht, alle Kunststoffe und Schäume zu vermeiden, soweit es geht. Ne? Das heißt, auch die Bodengruppe ist eine Holz-Foam-Glas-Kombinationsgruppe. Was ist Foamglas? Aufgeschäumtes Glas. Wir haben also keine ölbasierten Schäume als Isolatoren verwendet. Ne? Das heißt, die Konstruktion ist diese Spezialfolie, die brauchen wir auch, damit wir wieder Wohnmobile bauen können. Da ist das Stichwort splitterfest. Danach kommt ein 1,6 cm starkes Holz, Massivholzelement, danach eine Holzfaserisolierung und wieder ein Massivholzelement. Ne? Ja, ich zeig mal so ein kleines Detail. Das ist auch zum Bergen gedacht, denn die Anzahl der Schrauben, die hier reingefügt worden Anzahl sind. der Schrauben, standardgemäß sind da eben 100.000 Löcher drin und deswegen haben wir 100.000 Schrauben verbaut. Ne? Weil einzelne Löcher und einzelne Schrauben würden blöd aussehen. Das ist jetzt mal ein gestalterisches Element, ob das schön ist. Es sieht auf jeden Fall unglaublich martialisch aus. Ja. Ja, sieht ein bisschen, passt zu dem Offroading-Style. Ne? Absolut. Das heißt, da kann man aber jetzt wirklich was dranhängen, oder? Da kann man was dranhängen, ja. Das ist tatsächlich sehr zugfest. Ein Tarp zum Beispiel oder Ja, irgendwas. ein Tarp, jetzt auch eine Wäscheleine oder eine Wäschespinne oder auch einzelne Beleuchtungsteile. Das war halt so in der Auflage des Kunden. Der wollte auch noch eine zweite Airline-Schiene hier unten noch haben. Auch ne? mit allen Schrauben drin. Auch ne? mit allen Schrauben. Es ist halt so, die kommen mit den vielen Löchern an und dann habe ich halt meinen Leuten gesagt, sieht ja blöd aus, wenn da immer einzelne Löcher offen bleiben. Also machen wir mal viele Schrauben rein. Ne? So, das geht ja ins Wir Holz sparen dann rein. nicht, der Material. Ist das dickes Holz drin? 1,6 cm, danach ein Lattengerüst, dann mit einer Isolierung und dann nochmal 1,6 cm. Das heißt, die gesamte Wandstärke mit der Folie sind etwa 70 mm und das Dach ist 90 und die Bodengruppe 115. Warte mal, ich gehe mal einen Schritt zurück, dass wir das mal sehen. Da ist ein Mitarbeiter von dir, den zeige ich auch gleich mal, der hat eine Colaflasche in der Hand. Du hast insgesamt 30 Leute? Ein bisschen über 30, ich glaube sogar knapp 35 mit der Verwaltung. Ne? So, da ist er. Hi. Einer? Hi, ich bin der Valentin. Ist der nett, dein Chef? Ich bin sehr zufrieden mit meinem Der Arbeit. steht doch gerade neben dir, gell? Sag nichts Falsches. Nee, ich habe wegen dem halt tatsächlich echt ein Projekt angefangen, ein Pajero V80 und der wird wahrscheinlich dieses Jahr noch ans Nordkap fahren. Was hast du denn vorher gemacht? Ich war beim TÜV Süd. TÜV Süd und was hast du gelernt? Ich bin Karosserie- und Fahrzeugbaumeister. Die gibt's ja gar nicht im Moment, Doch, oder? siehst du, Marc? es gibt sogar noch junge Kerle, die das können. Da bin ich ganz froh drum, mal den einen oder anderen zu kriegen. Aber was du schon merkst, die sind alle angefixt. Ne? Du bist Meister. Ja, genau. Okay, das heißt also, du bist einer der gesuchtesten Leute überhaupt auf dem Stellenmarkt. Ja, das denke ich und das hat man auch gemerkt. Trotz Corona habe ich viele Zusagen erhalten, aber viele waren zögerlich und der Tobias hat mich dann genommen. Doofe ist hier bei dem Job, dass du dauernd dasselbe machen musst. Nö, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also die Vielfältigkeit bei 4Wheel24 ist massiv im Vergleich zu anderen Fahrzeugbaubetrieben, weil man eben auch moderne Fahrzeuge hat, aber auch genauso den alten Kram, ja, aber der sowas von robust ist und durch die vorhergehenden Um- und Anbauten extrem vielfältig. Das ist einfach wunderbar, da zu arbeiten und man sieht jeden Tag was Neues. Sachen werden heutzutage auch gerne mal geklebt. Kannst du Anleitungen lesen? Ich kann Anleitungen lesen und ich würde beim Kleben immer empfehlen, die Anleitung zu befolgen. Gerade wenn es mit Cleaner und Primer zustande geht, dann ist da die Reihenfolge, die Auch Zeiten. Zeiten unbedingt einzuhalten und auch die Temperaturen sind zu beachten, wo der Kleber wirkt. Sonst Das war ein großer Test, ja, weil ich habe es einmal nicht beachtet und dann, da war es schon fest und ich wollte es eigentlich noch verrücken. ja, wenn der Kleber Haut gezogen hat, dann ist vorbei. Ne? So, guter Mann. Guter Mann, ne? Du suchst noch Leute ab und zu mal?
Immer gerne, ja. Immer gerne, ja. Männlich, weiblich, divers, was zum Beispiel? Es spielt überhaupt keine Rolle. Passioniert, durchgeknallt und ein bisschen Spaß an der Ja, Sache. aber was für ein Gewerk? Die Gewerke spielen eigentlich auch keine Rolle, weil wir haben in allen Ressourcen immer Platz. Ne? Und ich suche permanent die eierlegende Wollmilchsau. Ne? Dein Vorname nur? Valentin. Valentin, du kannst schweißen? Ja. Was alles? Hauptsächlich Stahl. Im Alu muss ich mal wieder ein paar Stunden üben. Dann kommt es aber sicher auch wieder. Ja, und viel mehr verarbeiten wir ja bei uns gerade Wenn nicht. du mir mal die unterschiedlichen Schweißarten aufzählst. Mick, Mack, Wick. So, komm, wir gehen. Vielen Dank. Der Valentin kann's. Und das ist ja auch wieder mal cool, da ist nicht das ganz große Fenster drin. Ne? Nein, das ist jetzt so 1,40 Meter etwa, ne, von der Größe. Das drüben war ja 1,70 ja, und das ist eine Stufe kleiner. Aber auch wenn die nette hier, die auf der anderen Seite ist, gucken wir mal. Ne? So, die steht jetzt ein bisschen schräg, weil es hier ein bisschen höher ist. Ne? Ja, das ist der Schwerlastauszug. Man könnte ja theoretisch auch über den Reifendruck könnte man ja schon nivellieren, oder das Auto? Können wir machen. Ne? Das geht ja auch ganz gut hier, weil wenn du siehst, ist hier eine Reifendruckregelanlage von TI System dran. Ja? Und hier ist das Depot, ja, also der sieht aus wie ein Briefkasten. Der Tank, oder? Das Depot heißt das Schlauchdepot. Ne? Ah. Also guck mal, jetzt siehst du einen Schlauch raus. Das ist tatsächlich so, Reifendruckregelanlage. Und dann haben wir eine Spezialkupplung auf dem Ventil. Und dann nehmen wir hier die Gummikappe ab, schließen das an. Und das war's. Und sonst könnte ich befüllen. Die Voraussetzung ist, das Fahrzeug hat Druckluft und der Motor läuft. Ne? So, hier kannst du den Druck einregeln und dann dementsprechend kannst du das eben von 1,5 oder von 1 Bar bis 7 Bar befüllen. Ne? So, wenn du hier den Motor anmachst, dann ist dein Nachbar immer froh, weil ich nehme an, du musst den 10 Minuten laufen lassen, um Druck aufzubauen, oder? Ja, ich meine, bei den alten Fahrzeugen ist es immer so, dass sich Luftverluste ein bisschen kumulieren in den Leitungen. Ne? Und wenn die eine Woche stehen, ist es so. Hier habe ich aber den Vorteil, das Auto hat tatsächlich feuerwehrseitig einen Doppelkompressor verbaut gehabt. Geht schnell, ne? Also das heißt, 2 Minuten kannst du wegfahren. Ne? Okay, das ist wichtig, weil die Nachbarn lieben das, wenn man mal so einen alten Stadtbus mal 10 Minuten laufen lässt. Aber wir haben ja die Druckluftanschlüsse vorne. Man könnte ja tatsächlich nachhelfen und den schon mal vorpumpen, wenn es da Empfindlichkeiten oder Achso, da kommt nicht nur Luft raus, da kann man auch Luft reinpumpen. Luft reinpumpen auch, ja. So, das sind Räder, das sind keine Serienbereifung? Nein, der war serienmäßig auch mit dem ganz standarden Doppel-Zwillingsbereifung bereift. Wir haben jetzt hier 14 R20 Single drauf gemacht, ein Continental-Sandreifen, weil hier auch die Auflage ist, ein bisschen, dass der ein bisschen Schnee kann, einzelgliedrig, ein bisschen weichere Gummimischung mit Schlauch, also keine schlauchlose Sag mal, Geschichte. die brauchen in dem Bereich brauchen die keine Schneeflocke, oder? Ja, das gibt es noch nicht, aber die Hersteller sind da gerade dran. Also so mein Informationsstand ist, dass der Conti HSO die jetzt hat oder auch der Pirelli Pista PS22 neu. Aber ist in dem Bereich keine Pflicht, dass du eine haben musst? Ist, glaube ich, tatsächlich aber auch Pflicht ab 24. Ne? Ja, also 24. So viel ich mich da reingefunden habe. Ne? So, du hast Lampen, hast du überall schön verbaut? Genau, das ist so ein bisschen, kleine Halogenumleuchte, dass man abends ein bisschen Licht machen kann. Ne? So, das ist die Aufbautür, da kommen wir gleich zu. Ich zeige nochmal gerade hier vorne, das ist die Feuerwehr. Ist ja so nicht mehr erkennbar. Ihr fahrt tatsächlich hier am Gelände mit einer Feuerwehr rum. Ja, das Abenteuerrad. Fahrzeug. Gleiche. Das gleiche, identisch gleiche Fahrzeug. Das war wirklich eine Feuerwehr. Ja, tatsächlich. Ja. Ja, ich bin begeistert. Das hat natürlich den Vorteil, dass du die Tür endlich mal festmachen kannst, gerade wenn der Wind geht. Ja, das ist so das ist die Aufbautür. Ja, Die ist aber hoch, das ist wahrscheinlich dem Mann geschuldet, der... ja, die ist 1,95 Meter, dass er den Kopf nicht so weit einziehen muss. Ne? Klingt auch wieder klasse, guck. Mal gucken. Ja, sehr schön. Klingt wie eine richtige Aufbautür. Ja. So, und dann kann man hier reingucken. Ne? Hier ist die Leiter normal untergebracht, deswegen gibt es hier die Riegel. Ne? Ist auf Mehrpunkt verriegelt. Warte mal. Und den Einhängen. Warte, mach ich. Der Thomas kann mal geben, wenn du das schaffst. Ja, Thomas, du machst das. Der Thomas macht das. Der Thomas ist wahrscheinlich auch Meister. Thomas hat den gigantischsten Auszug an seinem Auto. Ne? Den müssen wir vielleicht auch nochmal zeigen. Weil, Der steht ein bisschen schief, gell? mit den 2 Dackeln. Ja, Mit den 2 Dackeln bist du. Einhängen, weil er schief steht. ist Das ist jetzt nicht... Der verdreht sich ja ein bisschen, ne? Aber meistens steht man ja gerade, wenn man irgendwo steht. Okay. So, jetzt zeige ich noch mal ein ganz kleines Designelement. Hier hast du nämlich einen Schwerlastauszug. Du wiegst ungefähr wie viel heute? Gute 100 Kilo. Gute 100 Kilo. Und das Ding kann 200 Kilo oder was? Der Auszug kann 280. 280 Kilo. Also da steht man sicher drauf. Mehrpunktverriegelung natürlich. Das heißt, die Beschläge, auch ordentliche Beschläge. Genau, ordentliche Beschläge, Mehrpunkt. Ne? Hier mit den ausfahrbaren Dornen, du siehst es noch. Hier oben und unten. Da zieht die Tür auch noch ein bisschen ran. Ne? Finde ich besser als die Hakenkonstruktionen. Ne? Ist es Standard-Hausbau. Schön finde ich die Seitenkamera, wenn du mal wirklich an der Schlucht vorbeifährst, dass du mal ein bisschen siehst. Bisschen, wenn die Beifahrerin nicht so gut sieht, kannst du die Seitenkamera mitnehmen. Braucht man nicht unbedingt. Ja, ein Spiegel ist ja da. Spiegel ist ja da. So, komm, wir gehen mal rein, Shenandoah. Ein Holzwohnmobil. So, da werden viele jetzt schreien, werden sagen, habt ihr keine richtigen Materialien? Aber da geht es gar nicht drum.
So, ich hab euch wieder mal ausgesperrt, weil viel größer ist es nicht. Du gehst hier durchs Bad rein, ne? Das heißt, wir haben hier tatsächlich die Dusche, ne? Im Eingang. Warum macht man das ganz gern? Das spart halt viel Platz, ne? Und das ist so eine Schmutzschleuse. Hier kannst du deine Schuhe hinschmeißen. Achso, man kann es abduschen. Da ist die Dusche, ja? Tatsächlich ist die Dusche hier. Ne? Und wenn du geduscht hast, machst du die Tür auf, ist der ganze Dampf draußen. Also wir haben hier wieder eine Raumbadlösung. Das bedeutet, wenn du jetzt hier den Raum, die Tür ist doppelt anschlagend, geh mal einen Schritt mal in die Duschwanne rein. Genau. Also zu mir. Ja, zu dir. Sonst sperrst du dich ein. Ne? Ja. So, dann kannst du deine Toilette verschließen. Das heißt, jemand kann das Toilettenhäuschen benutzen und der andere kann auch außen rein. Das ist eine der Prämissen dieser Konstruktion gewesen. Genau, wenn du mal zumachst, sagen wir so. Aufmachen. Ja. So, dann haben wir das Raumbad wieder. Ne? Okay. Also eine relativ schlanke, einfache Lösung. Hier ist eine Trenntoilette verbaut von Airhead. Bankierei, hier unten. Hier ist der Abwassertank drunter direkt. Ne? Also du duscht auch hier wieder auf der Abwassertanklösung. So, das fließt auch immer ab, nehme ich an. Richtig, ne? Rundrum. Was du jetzt auf der anderen Seite siehst, ist dieses Holzwandelement. Wir haben uns hier für Warte mal, ich gehe mal rein. Auf der anderen Seite, man kann es noch nicht sehen. Das heißt, diese Wand ist echt. Diese Wand ist echt und die ist auch nicht geschichtet, weil wenn du mal vielleicht Richtung Ausgang guckst, in meine Richtung siehst du hier den keilverzinkten Aufbau wie eine Arbeitsplatte. Das heißt, wir haben keine Klebstoffe in der Konstruktion drin, sondern das ist ein Vollelement. Ne? Damit bleibt die Atmungsaktivität des Werkstoffes erhalten. Ne? Die wird anschließend natürlich mit Klarlack gestrichen. Nein, das ist tatsächlich total offen oder man behandelt das mit dem offenen Öl, Hartwachsöl mit einer leichten weißen Tönung. Hier ist es so, da ist gar nichts drauf. Das wollten die Leute so. Ne? Was ist das für Material? Weißtanne, astfreie Weißtanne. Ich wollte das ein bisschen ruhiger haben, also nicht so wie die Zirbenbox oder wie Bumo mit einem lebhaften Stil, sondern es sollte einfach cleaner wirken. Ne? So. Sieht fast aus, als wäre es nicht echt. Das ist so gut. Aber es gibt ja heute auch Laminate und die so gut sind, ja. Ja, es gibt heute ja alles auch künstlich, aber das ist echt. Das ist echt, ja. Das Gewicht vom Gesamtholz, was hier verbaut ist? Also ich kann mal Kabinen gegenüberstellen. Die gleiche Kabine aus GfK würde 800 Kilo wiegen, die wiegt jetzt 1,3 Tonnen. Also das heißt roundabout 500 Kilo mehr in der gleichen Größe. Ne? Der Spritverbrauch? Vom Auto selber? Nein, von der Kabine mehr. Von der Kabine mehr, ich glaube, das ist nicht zu erfassen. Aber wenn, würde ich es mal zwischen einem einen halben Liter benennen etwa. So, hier haben wir was ganz Tolles. Gibt es entweder im Internet für kleines Geld? Das ist tatsächlich ein Design-Eingriff des Kunden selber, weil das Auto ist ja tatsächlich schon eingefahren, befahren und bewohnt. Ne? Ein Design-Eingriff. Ja, genau. Ne? Ich muss mich an der Stelle auch beim Kunden entschuldigen, weil eigentlich wollten wir da niemanden reinlassen, aber nachdem ihr so neugierig seid, machen wir ganz gerne mal Ausnahmen und ich hoffe, es wird mir verziehen. Also lieber Kunde, wir haben uns ja ausgiebig darüber unterhalten, dass das Thema offen und ich sag mal atmungsaktive Fahrzeuge kein Trend ist, der ganz esoterisch ist oder sowas, sondern du spürst das richtig. Also ich bin der Meinung, wenn jetzt mal die Wohnstube aufmacht, ne, die also sagen wir mal für so eine Länge einen sehr klassischen Schnitt hat. Kunststoffboden ist natürlich verbaut, ne? Das ist ein PVC-Boden, so ein bisschen im Eichenstyle. Weil zu dieser astfreien Weißtanne haben wir neben dem Weiß noch eine Eiche platziert, weil ich finde, das harmoniert ganz gut. Warte, ich mach mal Licht an, schön an Door. Ich weiß nicht, ob der Strom hochgefahren ist, dann müssen wir reinkommen. Nee, ich habe Licht dabei. Ah, du hast Licht dabei, ja, das ist ja sehr gut. So, da vorne hast du ein Waschbecken, was man auch richtig gut reinigen kann. Das ist auch ein Riesenvorteil. Auch das ist jetzt Keramikwaschbecken, ganz klassisch. Ja, aber es ist so steil, dass man es gut reinigen kann. Das finde ich gut. Also, ich hasse nämlich Waschbecken, die so riesig sind und dann bleibt alles hängen und so weiter. So, jetzt sind wir in der Dusche drin. Da oben ist der Duschkopf. Du hast hier, wie bei dem anderen, auch einen Duschvorhang. Auch da werden jetzt Leute sagen, was, 500.000 € und dann ein Duschvorhang? Nein, nee, sondern? Also der kostet kaum über 300. Das geht ja 300. Ja, finde ich eigentlich sehr, sehr cool noch. Ne? So cool. Also wenn man sich ein bisschen auskennt, das Fahrzeug war jetzt mit drin. Das Fahrzeug war jetzt mit drin tatsächlich, weil wir haben das komplett gemacht. Das hast du besorgt. Ja. Hier im Ausnahmefall mal nicht, aber die Fahrzeuge als Basisfahrzeuge in der Kategorie kosten so zwischen 12.000 und 14.000 € etwa. Ne? Plus natürlich der Aufbau und der kostet nochmal 50. Ja, also der Aufbau, die Kabine selber wird so tatsächlich um die 50 liegen. Nein, ich meine jetzt, wenn du die jetzt den Umbau des Fahrzeuges. Alles, ja, muss man auch 50 rechnen. Ja. Genau. Das schick machen, schöne Innenausstattung, isolieren. Leiser eigentlich? Leiser, ja. Ne? Okay. So, dann machen wir auf. Täterete. Wir gehen mal kurz rein, halten mal rein und jetzt sind alle Wände und die Decke ist
offen. So, und du hast mir erzählt, das ist ein Material, damit es auch nicht reinregnet, was in professionellem Flachdachbau verwendet wird. Die Bahn gibt es seit 25 Jahren und die ist wurzelfest, ist vom Material 2,6 mm stark und hat eine Folienkaschierung. Und es gibt sie also seit langen Jahren. Und sie ist wasserdicht und dampfoffen. Also ähnlich wie, der ist bei uns. Wir müssen noch 2, 3 Sachen nachstellen. Auch die Rollokasten in den großen laufen ein bisschen hart. Das ist ganz normal am Anfang, wenn du die reinnimmst. Ne? Der ist recht neu jetzt. Hat eine Tour nach Schweden gemacht und wir haben ihn ausgeliefert so vor 6 Wochen. Ne? Es gibt so einen Trick. Riechst du das? Ja, es ist Hammer. Das ist kein Plaste, sondern es riecht eben, der ist jetzt die ganze Zeit, steht ja, die Sonne ist drauf, wir haben die Fenster eigentlich nicht offen. Ne? Und trotzdem riecht er noch so ein bisschen nach Sägewerk. Ne? Ja. Was cool ist, das wird auch nicht verlieren. Das verliert er nicht, ne? Das ist Holz wird ein bisschen gelb, wenn du es nicht mit einem Spezialöl Nein, aber behandelst. der Duft bleibt. Der Duft bleibt, ja. Der Duft bleibt. Es ist so ein bisschen Skihüttenmäßig. Ja. Das ist mir bei dem einen auch entsprechend aufgefallen, den du eben genannt hast. Genau, Zirbenbox. Ja. Die also wirklich, dann habe ich das Gefühl, hier ist Sauerstoff drin. Ja. Kann das sein? Ja. Also ich habe, man kann ja, ne? Also mein Ansatz ist ja, wir bauen gerade einen, da haben wir die Holzflächen abgetönt mit einem Hartwachs, also mit einem Öl, mit dem Hartwachsöl, ne? Mit dem weißen. Dann wird es sehr, sehr schlicht und sieht sehr modern aus. Ne? Hier war jetzt die Auflage, das Holz wirklich offen zu lassen. Ja? Man sieht ja, in gewissen Styles wiederholen sich der Triplex, das ist immer gern gesehen. Ne? Hier ist jetzt die Oberfläche etwas lebhafter. Ne? Ihr seht, die Asteinschlüsse in der Eiche sind etwas lebhafter. Und der Schnitt ist sehr, sehr kommod und gern genommen, weil du hast eine Dinette, die ist auf der Seite, wo deine Tür auch ist. Da kannst du relativ gut beobachten. Ne? Und hier die Deckenschränke sind größer, wie ihr seht. Ne? Ist auch schon alles ausstaffiert. Ist jetzt im oberen Bereich mit dem Zwischenboden, alles nach Kundenwunsch. Also das heißt, es ist jetzt zwar, es ähnelt unserem Gesamtstyle, aber es hat doch einen sehr, sehr hohen Individualisierungsgrad. Ne? Man kann über das Fahrerhaus aufs Dach? Richtig, ja. Okay, weil ist mir aufgefallen. Ist begehbar. Ich vermeide hier bei diesen Konzeptionen Dachluken. Ich versuche die momentan allen Leuten, wenn es geht, auszureden, weil ich sehe in der Dachluke immer im Offroad-Fahrzeug eine gewisse Sollbruchstelle, auch wenn da mal ein Ast dran hängen bleibt. Und hier ist es halt so, dass auch die Eindichtung auf der Folie, das ist ein bisschen komplexer. Wir haben zwar beim einen und anderen das schon verbaut und hier konnte ich es dem Kunden vollständig ausreden. Ja. Sag mal, das war so, dass der Kunde zu dir kam oder hast du mal einen guten Tag gehabt und gesagt, dem verkaufe ich jetzt mal ein Holzauto? Nee, es ist so, der Kunde kam zu mir und das Pflichtenheft entsteht mit dem Kunden komplett und so wie er es sich aussucht oder wie wir es besprechen, bauen wir das dann auch. Ne? So, Lieferzeit nochmal? Ja, ich sag mal für solche Sachen auf jeden Fall 2 Jahre. Ne? 2 Jahre, so. Das heißt, also mein Tipp ist übrigens, wenn man nie bestellt, kriegt man nie ein Auto. Man muss auch irgendwann mal die Entscheidung treffen. Aber das ist ja so, eine normale Einbauküche in Deutschland, die hat schon eine Entscheidungsdauer von 12 Monaten. Genau. Hier ist es so, du siehst wahrscheinlich Leute auf den Messen mehrmals. Ich sehe die Leute teilweise, die ich vor 2 Jahren gesehen habe, die kommen jetzt und sagen, mir ist es jetzt ist es soweit. Jetzt können wir agieren, ne? Jetzt ist es, das Geld ist frei, die Frau ist ausgezogen oder wie auch immer. Ne? Das heißt, ich sehe die wirklich. Die Frau ist ausgezogen. Ich sehe die mehrfach. Ne? So, du darfst mal drauf. Zieh dir vor die Schuhe aus, bitte. Dann darfst du dich mal drauflümmeln. Die Schuhe haben wir natürlich absolut sauber gemacht. So, weil wir haben ja heute das Glück, dass es nicht regnet. Ne? Sie selbst ist auch vollkommen frei von irgendwelchen schädlichen Bakterien. Nee, Spaß beiseite. Es war auf den Messen immer so, damals auf den Messen hattest du spezielle Hallenschuhe. Ja. So, das sind definitiv keine Hallenschuhe. Das können wir auch nicht so verkaufen. Aber ich benutze sie unglaublich gern, weil sie ist 1,75 Meter. Ja. Und das sieht aus wie 2 Meter mehr, 2 Meter plus. Das ist 2 Meter plus, weil wir individualisieren auch die Matratzen. Und wir haben auch die Matratzenauslegung schon mit 2,20 Meter gebaut. Ne? So, und der Mann ist groß. Der ist groß, ich glaube so gute 2 Meter ist der. Ja. So, gute 2 Meter und dann liegt man ja auch nicht ganz gerade drauf. Du hast auch die Beine noch, im Moment noch, wenn du die mal gerade anwinkelst und mal ganz nah rangehst. Ich meine die Füße anwinkelst. Also so praktisch 90 Grad, so ganz gerade machst die Füße, als würdest du im Schuh stehen. Füße. So, ganz gerade mal genauso und jetzt mal ganz durchrutschst. Bis vorne hin. Genau, bis dahin und dann nochmal bis zur Wand. So. Und jetzt mal ganz durch. So, und jetzt kann man sehen, jetzt könnte man mindestens viermal die Shenandoah reinlegen. Das ist Ultraplatz. Ja, 1,60 Meter von der Tiefe ungefähr. Ne? Was auch ganz cool ist, wenn du dich mal aufsetzt, du kannst natürlich aufgrund der Kabinenhöhe, guck mal, was ihr Raum über dem Kopf habt, ne? Kannst du natürlich sitzen. Ne? Sitzen und lesen und so. Genau, und es ist genug Platz für alle möglichen. So, das ist also.
So, das ist wahrscheinlich Rosshaar. Das ist der Schuh oder die Matratze? Nee, die Matratze ist tatsächlich eine selbst konfigurierte Matratze, die auch im Bootsbereich Anwendung findet, mit einem integralen Lattenrost. Integraler Lattenrost bedeutet, wir haben keine Frohlis, wir haben kein Lattenrost drunter, sondern der Lattenrost ist in die Matratze eingearbeitet. In der Matratze. So, das heißt, die atmet auch, die Matratze? Die atmet, ja. Die hat ein komplettes 3D-Gewirk, auch außenrum, so dass wir einen guten Feuchtigkeitsabtransport haben. Das machen wir immer so und teilweise auch so, dass wir es auf die Leute sehr, sehr hoch individualisieren. Ne? Hier vorne ist noch ein Fach drin. Da. Ja, das ist das Durchgangsfach. Da kann man wieder Getränke dahinter stellen. Ne? Das machen wir recht häufig und unter den Schuhen ist Technik und hier ist auch Technik drin. Der ist ein bisschen basic mehr. Das heißt, wir haben hier nur einen Inverter drin mit 1,6 kW. Ne? Wir haben alles auf Victron Energy gebaut. Wir haben einen Lithium-Ionen-Akku. Ja, aber in der Größenordnung 200 Ampere, nutzbar auf 24 Volt alles. Ne? Also ich kann jedem Kunden auch von deiner Firma nur empfehlen, bringt sie auf die Messe. Ihr kriegt anschließend ein aufbereitetes Fahrzeug her zurück. Das ist der Riesenvorteil, oder? Das heißt, ihr macht die ja vorher ultra sauber? Die machen wir ultra sauber. Teilweise tun wir so Eisstrahlen, an manchen partiellen Dingen auch Sandstrahlen, aber ganz selten, weil die Feuerwehrautos einfach so gut sind. Ne? Nein, ich meine, wenn der jetzt Kunde bringt es auf die Messe und dann ist das ja nicht immer ultra sauber, also, oder? Es ist so, dass wir generell an der Messe vereinbaren mit den Kunden, wie er das denn haben möchte. Ne? Im Einzelfall, wenn wir mal rein, wir lassen es momentan weg, weil es ist jetzt, wir freuen uns ja, wenn die Kunden uns das Auto geben und wenn das jemand von innen sehen möchte. Wir haben immer laufende Projekte, wo wir noch bauen und ein bisschen wie drüben Schmutz auch selbstverständlich ist, weil er einfach im Bau ist. Wenn die mal übergeben sind und endgereinigt sind, ist es eigentlich nicht der Fall. Das heißt, ihr seid auch wirklich jetzt hier in den 3 Tagen die One and Only, die hier reingegangen sind. Ne? Also das ist Eiche. Ich hab's versprochen. Das ist Eiche massiv? Nee, es ist nicht massiv, weil es wird zu schwer. Hier, du siehst jetzt vorne, wir setzen eine Massivholzkante an einer leichten Platte. Hier sind 2... es ist so gut gemacht, du siehst es nicht. Ja, es sind zwei sagen wir mal, Mehrschicht Pappelplatten übereinander gelegt. Und dann ziehen wir das Furnier außen über. Ne? Und so ist es jetzt nicht Massivholz, es ist verzugsfester und es wird ja zu schwer. Ne? Weil wenn du die so schwer baust, arbeiten die ja auch im Offroad-Betrieb. Ne? So, jetzt hast du hier 2 Stempel. Ja. Man kann hier ein Bett bauen? Man kann ein Bett bauen, man kann dann ablassen, ein Bett bauen. Es ist aber jetzt hier in der Größe etwa 1,90 nur, ne? Also für Kinder oder ein Gästebettchen. Ne? Sitzplätze vorne, 4? Nee, in dem Fall 3, weil die sind zu zweit. Ne? Wir haben hier einen relativ großzügigen Durchstieg in 1 Meter Höhe, auch wieder mit dieser schönen massiven Tür. Guck mal, hier, ne? Klingt wie wirklich eine Eisenbahntür. Und hier. Du hast den gleichen Fetisch wie ich. Ich liebe Türen, wenn die so satt klingen. Hör mal, ist doch ein Traum, oder? Das ist eine Tür, guck mal hin. Tresor, da kannst du draufhauen. Es geht um das Verschiffen, muss man sagen. Also die, ich sag mal, rein ins Fahrerhaus, das ist relativ easy. Ja. Aber jetzt merkst du auch mal die Isolierung hier drin, ja, wie warm das ist. Karre ist, ne? So, und ich hab hier 2+1 nennen wir das. Also in der Mitte so ein Klappsitz, ein Notsitz, den kannst du auch rausnehmen. Die nutzen wir aus dem Pkw-Bereich, sind typisierte Sitze. Und der Guide könnte hier schlafen? Ja, hinten kann man noch eine Matratze, eine Einlage machen. Das war jetzt nicht die Auflage. Ne? Wir haben hinten Platz, weil der Eigner ist recht groß und da kommt vielleicht noch eine Kühlbox hin. Das ist ein Schalter, ja? Ist ein Schalter, ist konservatives, klassisches 5-Gang-Getriebe. Ne? Sperren, der hat alle Sperren? Nee, die haben meistens nur Mitteldifferenzial und Hecksperre. Aber Untersetzung haben die alle. Ne? Aber ganz ehrlich, ich fahre so Offroad-Touren in Tunesien, mache da auch einen Guide. Mein Auto hat auch keine Sperre an der Vorderachse. Beim LKW braucht man das nicht, das ist meine Meinung. Cool. Ja, cool. Also ich mag so die Kabinen. Es ist noch ein NG hier, ne? Also NG, es ist kein SK, wir haben vielleicht vorhin irgendwo aus Versehen mal SK gesagt. NG ist die neue Generation, die gab es vor dem SK. Der SK sieht von außen fast genauso aus, hat aber, wie wir da drüber sehen, gedrehte Griffe, daran erkennt man das. Und beim SK ist das Cockpit ein bisschen moderner, hier ist es noch so ein bisschen Baukastenstil. Ne? Sag mal, das Lenkrad ist sehr groß, der hat keine Servolenkung, ja? Doch, der hat Servolenkung. Spaß. Aber das ist noch das Bus-Design. Das ist aber, ist das leicht zu lenken? Oder sehr ist leicht zu lenken. Okay, ist also nicht der Begriff Kraftfahrer? Nein. Das fährt super cooles Auto. Ne? Es hat einen V6 Motor mit knapp 11 Liter Hubraum und sehr drehmomentstark. Wir haben so eine Feuerwehr im Parcours, die fahre ich im 3. Gang im Standgas über alle Hügel. Ja? Jetzt hast du hier natürlich ein Bike drin. Man kann es schnell demontieren zum Absenken, oder? Hier ist jetzt, das rüsten wir noch nach, weil deswegen ist ja hier auch, da kommen anstelle dieser Verschraubungen noch Rändelschrauben rein. Da gab es ein bisschen einen Engpass, wie mit vielen Teilen. Deswegen sind normale Schrauben drin. Du musst halt die Schrauben da runterrändeln, dann kannst du ihn abnehmen. Ne? Wir machen das relativ konservativ und einfach. Der Balk ist ein Standardteil. Ne? Und der ist also so abgelegt, dass er die Torsionen, weil der Aufbau sich abhebt durch den federgelagerten Rahmen,
dass er die Torsionen abfängt. Ne, in der So, Verbindung. ich nehme an, der hat keine Klimaanlage, eine Fahrhausklimaanlage. Nein, hat er nicht. Könnte man die nachrüsten? Ja, kann man immer alles. Ne? Das ist halt eine Frage der Sinnhaftigkeit. Diese Elektrodachklimaanlagen, da halte ich nicht so viel davon, weil die einfach nicht leistungsstark genügend sind. Wir arbeiten gerade bei den Autos an der Lösung. So, ganz kurz, ihr habt die neu gemacht, die Sitze? Die Sitze sind neu, unsere eigenen. Die eigenen? Pilot her, die habe ich in der Stoff- und in der Leder-Alcantara-Variante. So, der hat jetzt da vorne natürlich ein Kamerasystem, habt ihr eingebaut. Ja. An dem Auto habt ihr jetzt viel gemacht. Habt ihr viel gemacht am Fahrwerk und der Karosserie? Das Fahrwerk stand schon auf Parabelfedern. Also es gibt verschiedene Federungskonzepte. Eine Parabel ist eine sehr gut laufende, weiche Feder. Und wir haben ein eigenes Dämpfersystem dafür adaptiert. Das bedeutet, da sind hagelneue Dämpfer drauf, die auch ein bisschen mehr können und die Pendelbewegung etwas besser. Es ist so krass. Gut, da vorne ist eine riesen Scheibe drauf, aber was das einen Unterschied macht hier im Klima. Ja. Nee, im Klima. Im Klima, ne? Ja, oben vorne war stickig ohne Ende mit allem dran. Also ich habe mich selber in den ersten Entwurf reingestellt und habe gesagt, das ist meins. Ich baue mir gerade selber so ein Ding. Mit Holz. Mit Holz, ja. Und als eigenes Konzept, weil meines Erachtens ist das die angenehmste Ausführung. Ne? Keine Plastik, kein Joghurtbecher. Ne? Okay. Atmungsaktiv, da werden viele Leute sagen, ja, ist das denn dicht? Dicht ist es auf jeden Fall, ja. Die erste Box von dem Style ist vor 6 Jahren entstanden und ist relativ viel schon gelaufen. Gibt es keine Probleme. Ich mag diesen Anzeiger fürs Wasser. Das ist genau in dem Style von der Feuerwehr. Ja. Das ist so, hier vorne hast du auch einfache Schalter mit drin. Basic, ne? Das sind von Philippi immer die Schaltpanels drin, die sind recht solide, die Truma wieder hier verbaut, eine einfache Wasseranzeige, also nichts Oversized. Die Dinge, die wichtig sind und gut sind und funktionieren müssen. Das Schaltpanel ist zeitgleich auch die Sicherung, oder? Die Sicherungen sind hinter, wenn man den Schrank aufmacht. Ich komme, weil ich habe das gleich schon mal gesehen. Wieder, ne? Aus dem Schiffsbau gibt es das auch mit integrierter Sicherung? Ja, das ist tatsächlich jetzt hier nicht abgesichert. Hier siehst du oben die ganze Elektrik, ne? Und die Sicherungsbereiche. Ne? Und hier ist der Durchgriff zum Wechselrichter, ne? So, für den Schalter an, ausschalten. Ne? Okay. Und die einzelnen Elemente kannst du wieder hier rausnehmen, um an die Technik zu kommen. Ne? Victron. So, das heißt, das kannst du zurückbauen. Das ist Sache von 10 Minuten, dann kommst du überall ran. Ja, gerade 10 Minuten dauert das gar nicht. Ne? Aha. So, dann Spülmaschine, finde ich cool. Nee, Spülmaschine ist es nicht. Es ist Spaß. Ein ordentlicher Schub. Ne? Aber auch nach Kundenvorstellungen, man sieht ja unterschiedliche Größen und Höhen. Na? Gut, es macht ja alles. Also man muss ja wirklich sagen, je nachdem, was der Kunde für einen Wert legt, wenn er sagt, ich brauche keine Spülmaschine oder jetzt zum Beispiel eine Waschmaschine, da gibt es ja die ganz kleinen LGs und Deos dieser Welt. Haben wir auch teilweise schon verbaut. Hier ist es sinnhaft auf die wichtigen Dinge reduziert, um einfach auch in dem Budget zu bleiben, das dem Kunden zur Verfügung stand. Ne? 300 klingt erstmal viel. Die Werthaltigkeit dieser Fahrzeuge ist phänomenal. Du fährst die Autos 6, 8 Jahre, kriegst meistens mehr, als du bezahlt hast. Ja. Ist kein Witz, weil sie sofort verfügbar sind. Das ist oft das Problem. Kunden haben praktisch eine Affekthaltung, wollen wie kleine Kinder sofort haben. Ja. Das merkst du, wenn du jetzt 20 Fahrzeuge auf Lager hättest, heute hier auf der Messe hättest du wahrscheinlich alle verkauft. Richtig. Also wenn die zu verkaufen wären hier oder nicht in Kundenhand schon liegen würden, wäre das überhaupt kein Problem. Ne? Ja. Wir haben also wöchentliche Anfrage, habt ihr das fertig, wir wollen fahren. Ne? Aus verschiedensten Gründen heraus. Und das ist tatsächlich so. Ne? Die Dinger finde ich uns klasse, weil du kannst sie praktisch jederzeit repositionieren. Ja. Du kannst dir erstmal sicher sein, dass du da irgendwas haben willst. Hat der Kunde gemacht, ne? Ist eine einfache Lösung. Also das heißt, hier gibt es ja auch immer noch Gestaltungsmöglichkeiten vom Kunden selber. Ne? Und das sind einfache Lösungen. Ich würde sie jetzt im Fahrzeugbau nicht, du bist nicht so happy. Präferieren, aber wenn ihr das so machen möchtest, doch wunderbar funktioniert. Ne? Funktioniert. Er hält auch die Optik. Ne? So, ihr seht, ready to rock. No, er ist fertig, Sie können losfahren. Ja? So, das ist jetzt mit Slideout. Ne, ist glaube ich kein Slideout, hat eine Tür. Eine Tür, das weiß man nie bei Isotherm. Wunderschöne Isotherm. So, mit einem kleinen Gefrierfach. Genau, auch ein bisschen Eiswürfel. Basic, nicht so oversized, ne, wie andere Dinge. Gut, ich habe ja gesehen, er hat vorne noch eine Kühlbox drin. Richtig, also da kann man Bier und so nochmal reinlegen. Das Bier, das du kommst aus Franken. Genau, ich habe eine Engel-Kühlbox, eine 40er noch von. Was ist das Bier, wo du wohnst? Das ist das sogenannte Spessart-Bier. Ist das gut? Ja, wir finden es ganz lecker. Willst du das gibt es auch. Wir haben es dabei. Nee, ich darf nicht trinken hier auf der Messe. Das gibt es aber auch so im Cake mit 5 Litern. Genau, ja, also die 2 Flaschen sind bei der Übergabe normalerweise auch inklusive, mindestens. So, dann machen wir mal zu. Steckdosen hast du nach Kundenwunsch montiert. Genau.
Ja, Die da sind haben wir hier 1, 2, 3, 4 da drüben noch, im Schlafbereich noch welche, USB-Steckdosen an den Sitzen unten. Liebe Kunden, kauft eher zu viel als zu wenig Steckdosen, weil danach wird immer schwierig. Geht alles, machbar ist immer alles. Ne? Es ist natürlich so, dass wir jetzt hier schon an der Küche mit 4 Steckdosen super gut dimensioniert haben. Ne? Das ist selten jetzt der Fall, dass man das so üppig hat. Ne? Sag mal, was hat der hier jetzt an Leistung von den Batterien? Hier sind 200 Ampere bei 24 Volt Lithium-Ionen verbaut. Ne? Gott. Ja, Standardausführung. Auch das kann man erweitern. Man kann es erweitern, ja. So, das ist ein gern genommener Herd Ja. von Leuten, die Ober- und mein Gott, ist der dritte Tag. Ich pack's nicht mehr. Wir müssen auch bald mal Feierabend machen, weil Video Nummer 35, glaube ich, im Moment. Findest du bei Kabe ganz oft in den Wohnwagen drin, weil die Schweden stehen da total drauf und da kannst du alles mitmachen. Kannst du backen, Kuchen backen, alles. Ist eigentlich eine coole Nummer, funktioniert auch ganz gut. Ist tatsächlich so, dass wir in jedem zweiten Projekt den Herd verbauen. Ne? Es ist halt auch so, dass sieht der Kunde dann irgendwann mal bei uns und sagt, oh, ist gut, will ich auch haben. Ne? So, also, Spüle ist riesengroß, haben wir schon drüber berichtet. Dann, du hast gesagt, wir können ein bisschen die Technik gucken. Was ist da drunter, unter dem? Hier ist also der Technikschrank. Ne? Zeig mal bitte. Wir haben im Grunde genommen immer hier verschiedene Verstauungsmöglichkeiten noch mit einem doppelten Bereich. Ne? Und also das heißt, hier ist ein Klappenelement drauf. Ne? Hier ist jetzt dementsprechend eine Verstauung und drunter ist noch Teile der Technik. Lassen wir jetzt mal, weil hier ja... da ist aber Platz für Proviant. Genau, ne? Ja. Und auf der anderen Seite sind... Heizung. Genau. Sag mal bitte. Teile. Truma, Diesel oder was? Verbauen wir meistens relativ ganz gerne auch unter dem Bereich, wenn Platz ist. Ne? Aha. Das kann nicht sein. Muss nicht. Sein, 30 Fahrzeuge im Jahr, du musst nicht immer wissen. Ja. So, und das heißt auch, die Polster, habt ihr professionelle Stoffe, die Schäume halten, oder? Wir haben professionelle Stoffe, die sind auch beschlafbar und wir haben also eine reichhaltige Karte an Farben. Ne? Hier ist es relativ konservativ gehalten. Wir haben vorne noch ein Auto stehen, das sind die leuchtend blau. Ne? Und wie ihr seht, wir haben die Bauweise ist immer die gleiche mit dieser Stoßkante. Wir haben die Reibungsbremsen drin. Ja, hier ist nochmal eine normale Ablage. 2x12 Volt finde ich gut. Genau, hier ist auch nochmal 12 Volt und USB-Steckdosen. Ne? Also ich denke jetzt mal Steckdosen, wenn du hier runter guckst, hast du nochmal Steckdose und USB-Steckdose. Ne? Das heißt, du brauchst hier Step-Down-Wandler, oder? Auf 12 Volt dann. Ja, genau, auf 12 Volt brauchst du es nicht, weil die Steckdosen auch teilweise als 24 Volt System erhältlich sind mit dem Wandler inside. Ne? Also das ist drin? Ja, ist kein Problem. Ne? Weil hier ist 230 Volt mit 1,6 kW hinten verbaut. Ne? Victron Energy. Richtig. Ne? Und wie ihr seht, alles sehr solide und gut zugänglich gemacht. Ja, da oben ist auch süß gemacht hier, weil Holz leitet ja nicht und deswegen ist das perfekt. Lässt sich auch schön verschrauben, das Holz. Ne? Ja, sehr schön verschraubt. Ich mag das, dass du... Ich fasse es nicht. Ambientebeleuchtung. Wenn der Kunde es will. Ich meine, wir reden da eBay über 50 €. Das hier ist natürlich professionell, gar keine Frage. Aber nachrüsten ist immer schwierig. Ja, deswegen gleich mitbestellen. Genau, gleich mitbestellen ist eine coole Sache. Kannst du auch dimmen, ne? Über den Schalter hier. Ne? Also das heißt, wenn du länger drauf bleibst, müsstest du die dimmen können. Siehst du es? Ja, hell und dunkel. Ne? Und wenn man den halt ein bisschen mal abtönt, hat das schon seinen Style. Ne? So, dann auch über dem Schlafzimmer in Rot. Ne? zeige ich mal ganz kurz. Hier vorne hast du große Schränke. Mach mal bitte auf. haben wir auch schon. Haben wir schon aufgemacht? Ja, wir haben schon. Boah, ich werde echt alt. So, das Ist halt so, dritter Tag geht mir genauso. ja, aber es ist wirklich so, wenn du die ganze Zeit filmst, dann cool finde ich immer mit dem Glas. Das habt ihr gemacht, damit das Holz erhalten bleibt. Richtig, genau. Spritz, ne? Und der Triplex hat ja nochmal einen Schutz. Insofern Ja. kann man das Fenster ganz gern so hinbauen. Ne? Aber mit der Sache ist halt nochmal hier sichergestellt, dass das Holz nicht einsaust. Ne? Fenster ist Doppelgriff. Ne? Mit einem Bandsbach-Dämpfer auf beiden Seiten. Das heißt, wir können den arretieren. Das ist immer wichtig, weißt du? Weil die Dämpfer, wenn die mal 10 Jahre alt sind, gehen die nicht mehr gescheit. Und der ist jetzt mechanisch arretiert, das heißt, die Scheibe hält. Ne? Du hast damit nie ein Problem. Ja? Das ist einer der Ansätze, weswegen wir eine arretierte Dämpfer gebaut haben. Ne? Ganz wichtig bei euch ist, ihr habt immer einen kleinen Spalt mit drin. Das Schöne ist auch, die Schränke sind hinterbelüftet. Richtig, alles hinterbelüftet. Guck, du kann hier die Luft durch, hier kann die Luft durch, um den Kühlschrank. Alles ist nicht bis an die Decke gebaut. Und Staunässe. überall kann die Luft zirkulieren. Ne? Halte ich für ganz wichtig, auch ums Möbel. Hier ist auch eine Schattenhut dahinter. Das Möbel hat wahnsinnig viel Belüftungen, das steht auf Füßen. Also wir bauen alles auf Standardküchenfüße in großer Anzahl, dass du also immer die Möglichkeit hast, eine gute Installationsbahn zu haben und eine perfekte Hinterlüftung. Ne? So, jetzt musst du mich mal aufklären. Da ist ja Holz drin, du sagst, das Holz atmet, aber es geht mehr um die Feuchtigkeit, dass die rein rauskommt. Das speichert oder wie funktioniert das?
Naja, mein Beispiel ist immer, man nimmt ein Stück GFK, macht einen Tropfen Wasser drauf und aufs Holz und am Holz zieht es halt die Kapillarwirkung, die Faser an die Breite und es dampft sofort auch wieder nach innen und nach außen weg. Hier ist es halt so, wenn du den Koffer mit Feuchtigkeit beschießt, nimmt das Holz die Feuchtigkeit auf und ist aber auch in der Lage, die Feuchtigkeit durchzutransportieren, weil wir haben, viele andere Hersteller bauen einen Holzkoffer aus so einer Platte hier. Ne? Ja. Die Platte hat eine Deckschicht, auch wenn die Holz ist, ein Klebstoff dazwischen, nochmal Holz, nochmal ein Klebstoff, also eine klassische Multiplexplatte. Und durch den Klebstoff ist ja die Atmungsaktivität gebremst. Das funktioniert ja nicht mehr. Ne? Wer baut denn so große Platten? Ja, das ist so ein bisschen eines unserer Betriebsgeheimnisse, weil die Platte wird industriell für uns hergestellt. Ja? Also läuft auf einer großen Produktionslinie. Und die ist wie dick? 1,3 hast du gesagt? Naja, also die Außen, also hier habe ich 1,6 cm Holz. Ja. Danach kommt ein Holzgerüst und dazwischen ist isoliert mit einem Holzfaserisolator. Okay. Und dann kommen nochmal 1,6 cm von diesem Holz. Das heißt, die Wand ist 70 Genau, wenn du mal klopfst. Ja? Guck mal hier. Alles klar. Nee, ich habe verstanden. So, Holz hat auch einen riesen Vorteil. Es leitet gut, das bedeutet, du kannst hier Router und so weiter auch innen verwenden. Das ist ja oft das Problem bei Alu, wenn du dann hast du kein Handyempfang. Das hier ist Handyempfang, als wärst du draußen, oder? Das ist uns gar nicht so unwichtig, wenn du irgendwo stehst und das ist gerade an der Grenze und so weiter, und dann hast du gar keinen Empfang in manchen Autos. Das Schlechteste ist so ein Shelter, wie ihr hier draußen seht, weil der ist natürlich durch die doppelte Aluminiumkonstruktion wirklich wegisoliert. Ne? Ja. Und da bist du teilweise, obwohl du vollen Empfang hast, gehst du rein, hast du nur noch einen Balken auf dem Handy. Ne? Genau, das ist hier also guter Handyempfang. So, das ist so. Jetzt gehen viele hin und sagen, okay, wir nehmen die Elektrik und packen die in Räume rein und kann die komplett abschalten. Das geht ja hier. Das heißt, wenn ich schlafen will und will alles ausmachen, mit einem Schalter ausmachen, ist hier halt noch manuell, das kann man aber alles auf Fernsteuern. Der Kundenwunsch ist aber sagt, ich hätte das gerne. Aber wir achten halt immer darauf, dass die Elektrik relativ weit weg ist. Viele bauen die ja unter das Bett, halte ich ein bisschen für verwerflich, ne? Weil irgendwie willst du nicht. Ich bei mir unter dem Bett. Echt? Mag ich nicht so. Also ich habe jetzt geguckt hier, dass das ist aber schön warm am Rücken. Du brauchst nicht mehr heizen. Hier ist der Wassertank hinten, das ist auch schon eine Diskussionsgrundlage, der sitzt aber hinten in der Schräge und die Elektrik sitzt hier vorne. Also das heißt, wir haben eigentlich bauseits einen maximalen Abstand gewählt. Ne? Es fühlt sich viel größer an, als es ist. Also die Kabine hat eine Länge 5 Meter, oder? Nee, es hat eine Innenlänge von 4,60 Meter. Das ist unglaublich. Also wenn du guckst. Weißt du, warum das so cool ist? Weil die Dusche halt irgendwo, denn der Eingangsbereich ist ja sonst immer weg, verlorener Platz. Ne? Und wir haben die Dusche vorne drin, insofern haben wir einen ganz coolen Raum. Ne? Ja, gut gemacht. Ja, das ist der sogenannte, wenn es jemand wissen will, wir nennen das so ein bisschen Hermann unterwegs Schnitt. Es gibt nämlich kenn ich, Hermann unterwegs. Ja. Du, ne? Und das Konzept haben wir mit denen zusammen aufgebaut. Die sind jetzt bei Tiger Expect da drüben am Stand. Ne? Der Hermann unterwegs ist da. Ja, die haben sich wieder ein bisschen so zurückgezogen vom Blogging, weil es auch mal nerven kann. Ne? Stimmt. Echt? Keine Ahnung. Ja, der Vorteil, ich bin ja nie zu sehen. Die Leute kennen mich nicht. Nie, oder? Ja, nur deine Stimme, ne? Gut, dann, ich muss einfach nur das machen. Entschuldigung. Da haben wir das mal so entwickelt. Ne? Also entwickelt, da ist es so entstanden mit dem Durchgangbad und da war das eine Idee und wir haben diese Schnitte schon tatsächlich von 5-6 Mal gebaut, genauso oder so ähnlich. Manchmal sitzt der Kühlschrank da hinten am Bett, weil die Männer sagen immer, wir brauchen das Bier direkt griffbereit. Also, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ich habe das und das Budget und ich habe nicht mehr, ist das denn ein Grund, dich direkt rauszuschmeißen? Nee. Ja, da draußen gab es ja gerade so einen Vortrag. Ne? Da gibt es so einen kleinen Mann, der hat mal ein Buch geschrieben, das nennt sich Wohnmobil Selbstausbau. Ne? Und wir haben mit dem Uli über Jahre schon ein Joint Venture, weil ich so ein bisschen der Möglichmacher sein möchte. Ne? Also wenn jemand sagt 150.000 Euro Budget, willst du eine Karre haben, dann sage ich zu ihm, kein Problem, wir bauen das Auto mit einem leeren Koffer und du machst mal mit einem Schreiner oder mit uns zusammen oder wie auch immer das innen selber. Ne? Und dann bist du auch in der Lage, sagen wir mal, solide ab 150.000 Euro so ein tolles Auto zu erstellen. Wenn es einer kommt, 7,5 Tonnen, gibt es das schon mal oder ist das ganz schwierig? Ganz ehrlich, wir sind so die Iveco 9016 Typen gewesen. Ich habe 65 Stück davon gemacht, tatsächlich. Ja. Alle mit dem ehrgeizigen Ziel, bei 7,5 Tonnen zu landen. Was schätzt ihr, wie viele haben es geschafft? 65 Stück? Keiner. 3. Ja? Das Problem ist echt, du steigst ein, dann ist es schon oft überladen. Ja, und jetzt kommen ja auch die ganzen jüngeren Generationen, die einen Führerschein machen müssen. Also ich sage jedem, kauft einen 12-Tonner, so ein 1222, kostet das gleiche Geld. Wenn ihr was selber bauen wollt. Und macht einen CE. Macht einen CE, macht das auf der Basis. Autos am Schluss 9,5, 10 Tonnen schwer, kann das auch. Führerschein kostet übrigens 3,5 im Schnitt. Also es ist mal ein bisschen Lernarbeit. Gibt Ferienfahrschulen, da kostet irgendwie 500 Euro mehr. Dann hast du in 14 Tagen. Ja, also die Spreizung, wir haben so einen bisschen ehrgeizigen Fahrlehrer, da gibt es nochmal für 2,5, wenn die Leute nicht viele Stunden brauchen. Ne? Ich sag mal so, also das sind die, ich sag mal so 2 Wochen Fahrschulen. Also ich sag immer, jeden Kundenpärchen macht das. Es ist auch ein cooles Partnerprojekt. Ne? Mal wieder was lernen, so mal ein bisschen LKW fahren.
Und egal, auch ein 7,5 Tonner ist 2,50 Meter breit, weißt du, und das bist du nicht gewohnt zu fahren. Habt ihr Leute, die in der ganzen Welt fahren? Ja, tatsächlich. Wir haben Leute, die wohnen fest in den Dingern. Ist das ein Problem? China, Alter? Also, Habe ich jetzt gehört, dass die Chinesen einen rausschicken, wenn man über 90 ist? Keine Ahnung, so alles Klientel habe ich eigentlich gar nicht. Das wäre noch. Nein, das war jetzt Beispiel, aber ich muss immer aufpassen, wenn ich sage alt, dann nehme ich immer gerne 90, weil da sagen die Leute, okay, ich glaube, dass die Lunge hält, glaube ich. Jahren, in China hast du ja immer noch die Auflage, auch mit dem Guide unterwegs zu sein. Ne? Also wir hatten tatsächlich schon Leute, die Seitenstraße hoch und runter sind, aber bis China rein jetzt noch nicht. Und der Guide fährt immer mit, oder? Ja, in China ist das, glaube ich, nach wie vor der Fall. Aber ich denke jetzt auch mal momentan eher überhaupt nicht zu empfehlen. China. Wegen der aktuellen Lage. Strom, keine Ahnung. egal. So, wir sind ja nicht hier, um irgendwas Zu philosophieren oder Politik zu machen. Das überlassen wir den Profis und dann werden wir sehen, was passiert. Denn das Wichtigste ist natürlich, das sind Fahrzeuge, die sind bereits zugelassen. Thema AdBlue, das ist alles in trockenen Tüchern, weil du darfst ja damit was machen. Du darfst nur nicht mehr nach Stuttgart fahren. Ja, wenn das jetzt noch ein historisches Kennzeichen hätte, was manche sich ein bisschen... Hat's aber nicht. Ja, ne, da darfst du nach Stuttgart nicht mehr reinfahren. Ich verstehe das, wenn du direkt in Stuttgart wohnst oder im Speckgürtel von Stuttgart, ist es blöd. Ne? Aber ansonsten bist du eigentlich... Aber Frankreich ist ja auch so weit mittlerweile. Da gibt es ja auch einen Aufkleber. Ja, da gibt es einen Aufkleber, das ist richtig. Ne? Also aber du könntest ja, wenn einer sagt, ich hätte gerne das komplette Euro 6 zum Beispiel, ein Neufahrzeug, da kein Problem. Neben dran steht da Euro 6, Arox. ne? Arox, ne? Wir bauen auf verschiedenen Basen. Ne? Es ist halt so, wenn du jetzt diesen Euro 6 nimmst und mal Richtung den Oman willst, geht es halt nur bis in die Türkei. Ne? Ja? So, jetzt müssen wir Schluss machen. Da vorne steht noch eine Feuerwehr, richtig? Ja, das ist unser Schulungsfahrzeug. Das nehmen wir auch immer auf unsere Sahara-Türchen mit in Tunesien. Das ist schön. Ja, das ist das sogenannte Beast of Burden. Das ist ein fettes originales Feuerwehrauto. Das haben wir nur ein bisschen leer gemacht. Ich komme vorbei zu dir. Also wenn sich das ergibt, dass wir nach Franken kommen, dann komme ich zu dir, ruf kurz vorher an und das werden wir jetzt mal senden. Sag mal deinen vollen Zunamen. Tobias Teichmann von 4Wheel24. Tobias Teichmann von 4Wheel24 und 24. ja, wir haben es auch ein paar Mal eingeblendet. So ist es. Ja, Shenandoah. Ja. Du hast einen coolen Job jetzt gehabt. Ab und zu mal aufs Bett legen und so. Aber ich denke mir, du lernst ja auch immer wieder dazu. Da hast du schon komplett abgeschaltet am zweiten Tag. 50-50, sagen wir mal so. Ich habe... Das ist schon eine crazy Szene, so ein bisschen, oder? Schon. Mit so riesen Autos, 18 Tonnen nach Afrika und so. Das ist so... Cool war heute das Interview mit den Leuten, die das Buch geschrieben haben. Sehnsucht nach Afrika. Sehnsucht nach Afrika. Sehnsucht nach Afrika. Ja. Da haben wir ein tolles Interview, verweisen wir auf ein Video. Ja. Da haben wir das komplett, die schicken mir noch 50 Bilder, die werden wir noch einblenden. Und das ist ein Pärchen, was sich nie streitet. Ja, ist doch wunderbar, ist doch echt. Auf 12 Meter leben heißt sich auch verstehen. Das ist ja auch oft ein Problem. Habt ihr viele Scheidungsautos? Ja, das gibt's halt. Also meistens ist es so, dass das Fahrzeug ja eine Paartherapie sein sollte am Anfang, immer tatsächlich. Und dass es doch nicht gereicht hat dazu. Also es gibt das ein oder andere Scheidungsopfer. Ja. So, heute am... So ein guter der Test, Paartherapie mit dem Wohnmobil. Ist der 24. Oktober 2021 am Sonntag. Nach dem großen Sturm, wo du ja schon Angst hattest, der geht noch 4 Tage. Nee, habe ich keine Angst gehabt. Es war auch ganz cool, weil man konnte sich hier ein bisschen nachmittags frei bewegen und mal andere Kontakte knüpfen. Das kommt immer zu kurz. Also ich sag mal, also ich fand das gar nicht so schlecht. Also auch mal mit anderen Leuten zu reden, da Kontakte zu bilden. Gibt es da Feindlichkeit? Es ist so, viele die in unserer Branche kommen ja vom Wassersport. Ne? Allein auf dem Brett hat am Wind und das zieht sich dann auch in der Branche durch. Ne? Es gibt natürlich Leute, mit denen versteht man sich gut, da kann man auch ein bisschen Netzwerk machen. Man respektiert sich, man ist auch mit vielen auf Augenhöhe. Aber es gibt auch sonderbare Stimmungen oft. Ne? Also, das heißt, ihr habt Profis, die können sowas komplett konzipieren. Ihr habt bestehende Grundrisse, auf die man zurückgreifen kann, wo du zeigen kannst, eigene Konstruktion. Bei Full SolidWorks-Konstrukteuren. Aber ist ja oft so, dass Kunden auch mal sagen, hier der Grundriss, den ich da im Video gesehen habe, der ist total klasse, ich will den genauso haben. Gibt's, ja. Gibt's oft, ja. Es gibt auch Leute, die haben eine andere Vorstellung, die führen wir dann in sowas rein und sagen, die klasse, auch gut, so will ich es, dann müsst ihr euch überhaupt keinen neuen Kopf machen. Es ist nur ein bisschen anderer Kühlschrank, ein bisschen niedriger, ein bisschen mehr grün, grau oder wie auch immer. So, bei dir haben wir echt lang gefilmt, weil das kostet richtig Geld jetzt. Aber also mich nicht dich, aber wir hätten normalerweise 6 Fahrzeuge in der Zeit gefilmt, ja, wo er hier. Er ist aber auch ein netter, muss man sagen. Und er macht es aus Leidenschaft und Tobias Teichmann, so von der Firma
4Wheel24, ganz leicht Am zu merken. 24.10. Ja, Passt ist gut. doch. Tschüss.